Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier in der wahrscheinlich nördlichsten deutschen Klamm. Und wenn ihr wissen wollt, wo ihr die findet, na dann bleibt doch einfach dran und begleitet mich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und später beim Selbstausprobieren. Die nördlichste deutsche Klamm, das klingt doch spannend, oder? Fündig geworden bin ich im kleinen nordhessischen Wallenstein im Knüllgebirge. Bei den Parkplätzen gilt, zeitiges Kommen sichert gute Plätze. Das Örtchen ist nämlich wahrhaftig idyllisch und nicht groß, aber ein Besuch allemal lohnenswert. Glücklich das Auto losgeworden, finden wir auch gleich eine sehr aussagefähige Informationstafel zu unserem Premium-Wanderweg Lochbachpfad. Zunächst gehen wir die so viel Ruhe ausstrahlende Straße am Elbig mit guter Ausschilderung nach oben. Am Waldrand gelandet haben wir wieder einmal die Qual der Wahl, nämlich in welche Richtung gehen wir unseren 8 Kilometer langen Rundweg. Ich habe mich entschieden, zunächst die linke Richtung einzuschlagen. 200 Meter stehen noch Asphalt an, dann biegen wir rechts nach oben auf diesen geschotterten Weg ab, welcher sich nach dem Bauerngut bereits in einen angenehmen und schmalen Pfad verwandelt. Herz, was willst du mehr? Die Natur und Ruhe hat uns. Und nicht nur das, nur einige 100 Meter und wir sind am Beginn der Lochbachklamm. Idyllisch sieht es ja wirklich aus, aber Klamm? Lassen wir uns überraschen und tauchen mittels des schmalen Pfades weiter in dieses Paradies ein und folgen dem namensgebenden Lochbach. Und seid ihr für den Anfang zufrieden? Langsam bekommt der Weg doch einen Hauch von wildromantisch. Natürlich hat die ganze Sache auch einen Pferdefuß. Andere Menschen wissen auch von dieser reizvollen Tour und wollen diese selbstverständlich gern ausprobieren. Deshalb, wenn ihr es einrichten könnt, versucht Sonntage und Ferien zu meiden. Leider habe ich nämlich schon erleben dürfen, dass sich hier vereinzelte Wandergruppen oder ganze Familien wie eine Herde Elefanten trampelnd und trompetend durch dieses reizvolle Tal walzt. Es ist dann schade um den Reiz dieses lieblichen Tälchens und man benötigt echt starke Nerven. Doch wir haben heute Glück und es gibt nur eins zu sagen: genießt nach Herzenslust. Vollkommen verzaubert und berührt habe ich nach 1,5 Kilometern schließlich das Tor, geht man anders herum, beziehungsweise für uns heute das Ende der Klamm erreicht. Von hier kehren die meisten Besucher um und gehen zurück. Fragt ihr mich? Definitiv ein Fehler. Klar, der spektakulärste Abschnitt liegt jetzt hinter uns. Aber das heißt noch lange nicht, dass nicht noch Reize anderer Art auf uns warten würden. Kommt weiter mit und lasst euch darauf ein, was der Weg noch zu bieten hat. Beispielsweise hier oben die vielen schönen offenen Wiesen mit bunten Blumen und reizvollen Ausblicken. Unter anderem auf das nahegelegene Hülsa. Quasi, um uns die ganze Sache zu veredeln, nunmehr ganz oben ist alles gemütlich und flach, bequem zu laufen, wie gut zu sehen ist. Obendrein mit vielen Bänken zum Sitzen und Genießen. Herz, was willst du mehr? Ach ja, die Fernsichten. Beispielsweise vom Knüllköpfchen Blick auf den gleichnamigen Berg, welchen wir ja auch schon gemeinsam erkundet haben, oder den nur ein kleines Stück höheren und weiter entfernten Eisenberg. Bei guter Sicht geht von hier übrigens noch viel mehr. Eine andere Art Genuss wie unten in der Klamm. Zum Genießen gehört natürlich auch entspannt Wandern dazu. Dies kann man auf diesem Premiumweg selbstverständlich. Die Ausschilderung ist vorbildlich, die findet wirklich jeder. Und für die allergrößte Not könnt ihr wie immer die Links zu den GPS-Daten unter dem Video in der Beschreibung downloaden. Ein Stück durch den Wald gegangen, landen wir zwar wieder auf Wiesen, unser Blickfeld hat sich jedoch verändert. Nunmehr schauen wir in Richtung Frielendorf bzw. Homberg.
Nicht zu verwechseln mit dem namensgleichen Berg bei Reinhardshausen, sondern diesmal aufs kleine schöne Städtchen Homberg-Efze. Trotz Dunst ist heute sogar die Hohenburg recht gut zu erkennen. Da könnt ihr euch ausmalen, was von hier oben alles bei klarer Sicht zu sehen ist. Übrigens auch schön anzusehen, ein Rest der sogenannten Hutebäume ist hier oben zu finden. Kennt ihr diesen Ausdruck? In der Nähe von Reinhardshausen, genau genommen Albertshausen, finden wir noch viel mehr und prächtigere Exemplare, aber davon in einem späteren Film mehr. Für die Abwechslung wartet, wie ihr sehen könnt, auch wieder einmal ein Waldabschnitt auf uns. Wie bereits auf den vorangegangenen Abschnitten gilt, Ruhe ist die Devise auch hier. So treffen wir nach einem weiteren Kilometer erneut auf eine Schutzhütte. Wer Bedarf nach Picknick hat, der hat hier die nächste Gelegenheit. Wie auch immer, ob gerastet oder nicht, biegen wir nunmehr nach rechts der guten Ausschilderung weiter folgend ab, wieder durch den für diese Region so typischen und schönen Hochwald mit seinen prächtigen Buchen. Genießen wir also auch hier diesen Waldabschnitt bis auf, steht der Wind ungünstig, dann hört man stellenweise leider doch die nahe A7. Aber dem Reiz der Rundtour tut es dennoch keinen Abbruch und über das Thema Wandern und Straßenlärm haben wir uns bei der Suche nach dem Meteoriten von Treysa bereits unterhalten. Als quasi Bonbon, wenn man es so sehen möchte, erreichen wir den 5. höchsten Gipfel von Hülsa, den Ebig, also wenn das nichts ist. Und was ist die logische Folge des 5. höchsten Gipfels? Klar, es geht danach abwärts ins Tal und stellenweise ganz schön und sogar mit erbaulichen Aussichten hinunter in unseren Start- und Zielort Wallenstein. Auf den angenehm schmalen Waldpfaden bzw. Wegen empfand ich es jedoch als, trotz teilweisen Gefälles, sehr angenehm und entspannend. Und an der Stelle wiederhole ich mich gerne. Bei dieser guten Ausschilderung auch ohne jeglichen Stress. Dem Genießen steht also nichts im Wege. Unversehens, ohne es zu spüren, sind wir wieder in Wallenstein gelandet. Gehen die letzten 200 Meter auf der Straße zurück, ehe wir unseren Parkplatz erreichen. Und jetzt? Wir könnten natürlich jetzt nach Hause fahren oder aber zur Burg Wallenstein mit seiner nostalgischen Burgruine und für alle, denen die Runde zu kurz war, wartet dort auch noch ein Schlossbrunnenweg auf uns. Diesen stelle ich euch aber gerne in einem späteren Film vor. Bleibt also schön neugierig.